Wenn man die Analyse einfach weiterführt, dann ist Europa in dieser Analyse leider kein Spieler. Es ist nicht mal irgendein Bauer auf dem Spielfeld. Es ist also auch kein Zufall, was hier geschieht, es ist einfach Strategie. Und wer Venezuela und Iran ein bisschen nebeneinander legt, das erkennt dann natürlich auch die Muster daraus. Während wir eben Berlin noch über Heizungspläne streiten, dann verschiebt sich im Hintergrund leise aber die gesamte globale Finanzarchitektur. Also zusammenfassend kann man sagen, auch droht Europa hier ein Szenario auch aus explodierenden Energiekosten, am Zusammenbruch eben auch des Anleihemarktes und einer langfristigen wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit. Der Iran- und USA-Konflikt und steht die neue Weltordnung bereits? Dieser Mann sagt ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt, warum, wieso, weshalb. Beim Krieg der Finanzen, den wir eigentlich ja im aktuellen Umfeld sehen, gibt es bald eine Welt ohne Dollar und wie wird es zukünftig die Welt betrachtet werden können. Weil eins ist sicher, wenn dieser Krieg vorbei ist, werden wir in eine neue, andere Welt hineinstoßen. Ich freue mich deswegen, dass wir heute nochmal zu Gast haben, und zwar Jürgen Wechsler. Falls du ihn noch nicht kennen solltest, wir haben ihn ja seit vielen Jahren regelmäßig zu Gast. Er kommt ursprünglich aus dem Investmentbanking, hat dort als Führungskraft gearbeitet und von dem er auch diese Hintergründe, auch mit Währungen und Co., Geld- und Finanzsystem, was sich dort tut. Ja, im deutschsprachigen Raum ist er hier ganz vorne dabei, einer der führenden Experten schlechthin. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder von deiner Expertise profitieren können. Hallo, lieber Jürgen, und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo Thorsten, freue mich auch wieder und dass wir heute auch hier spannende Aspekte beleuchten können, ja, was eigentlich im Hintergrund passiert, auch auf den internationalen Finanzmärkten im Rahmen dieses Konflikts. Genau, wunderbar. Und ja, es ist zurzeit ziemlich ruckelig in der Welt und ich sage es auch deswegen mit dazu. Bei mir ist heute auch nämlich ein bisschen ruckelig. Ich bin ja hier gerade in der Antarktis auf dem Schiff. Wir haben 6, 7 Meter hohe Wellen. Also ich versuche trotzdem die ganzen auszugleichen, aber nicht wundern, wenn ich manchmal so ein bisschen links und rechts gehe. Genau, also als kleine Leute, ein kleiner Fun-Fact. Also das hatte ich so in dieser Art und Weise auch noch nicht. Also neben auch ein spannendes Interview und vor allem natürlich mit dem aktuellen sehr, sehr ruckeligen Thema. Also lass uns gleich mal mit der brisantesten These von dir einsteigen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und zwar, du vertrittst die Ansicht, dass die drei großen Mächte, also USA, Russland und China, sich hinter den Kulissen bereits über die Grundlinie einer neuen Weltordnung verständigt haben. Was steckt hinter dieser These und was sind deine Indizien dafür? Ja, so richtig, es ist zwar jetzt erstmal gedacht, aber es gibt, wie du auch schon schön sagst, Indizien, die eben auch diese These ziemlich plausibel machen. Die Kernidee ist einfach folgende: Die drei Großmächte, die haben sich stillschweigend im Prinzip auf eine klare oder auf klare Einflusszonen, wie es genannt wird, geeinigt, um hier untereinander damit auch direkte militärische Konflikte einfach zu vermeiden, ja. Also hier haben wir Realpolitik, man betrachtet, was ist die Lage und wie kann das jeder am besten hier umsetzen. Und die USA, die sichern sich hier dann den gesamten amerikanischen Doppelkontinent mit den Einflusszonen inklusive Grönland, eben auch gemäß der Monroe-Doktrin. Und Grönland ist ja geologisch gesehen auf der amerikanischen Kontinentalplatte. Ja, und die Intervention ja auch in Venezuela, die passt auch ganz haargenau in dieses Bild rein, was wir hier haben. Und das ist sozusagen der US-Einflussbereich, wie gesagt, was wir im letzten Interview schon sagten, dass möglicherweise als nächster Punkt Kuba in Angriff genommen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, also dass man dann hier seinen Einflussbereich auch in Kuba nochmal platziert. Schauen wir dann nach Russland. Dort bekommt Russland wahrscheinlich die Ukraine als Einflussgebiet zugestanden. Der aktuelle Konflikt, der kann man, wenn man es unter diesem Aspekt betrachtet, einfach nur noch als Abnutzungskrieg sehen, der einfach so diesen Europa vor allen Dingen oder den Westen hier militärisch schöpfen soll. Während Russland hier ziemlich langsam agiert, um auch einfach später vielleicht noch bessere vertragliche Einigungen erzielen zu können. Ja, und China, da sprechen wir natürlich auch über Einflusszonen und dort sind wir in Asien und dort ist vor allem das Thema Taiwan, also dass China langfristig damit Taiwan zugestanden bekommt. Und die USA, die bereiten sich auch schon ganz klar darauf vor, indem sie vor allen Dingen dann strategisch wichtige Industrie, allen voran eben auch die Chipproduktion hier aus Taiwan eben an die USA oder in die USA verlagern, damit eben auch hier die bei einer Übernahme
durch China nicht verloren gehen. Also die zwingen ja im Prinzip TSMC hier, den größten Chiphersteller in Taiwan, den Weltmarktführer, entsprechende Einrichtungen in den USA, entsprechende Produktionseinrichtungen in den USA aufzubauen. Ja, und was eben diese These besonders interessant macht, ist dann auch, ohne so eine Hintergrundabstimmung hätten wahrscheinlich auch Russland und China auf die US-Aktionen, wie zum Beispiel in Venezuela, deutlich aggressiver reagiert. Ja. Also diese relative Stille, die wir da gesehen haben, das ist schon ein Signal für sich. Ja. Und Territorien und wirtschaftliche Zeitfenster, die werden ja gegen gegenseitige Nichteinmischung hier gehandelt. Also es ist Handelsware, muss man fast schon sagen. Es ist also auch kein einfach so Szenario, das ist einfach klassische Großmachtpolitik und Aufteilung der Welt, wie wir sie hier also nun sehen. Ja, das klingt schon nach so einem konkreten Plan, vor allem was die USA dort hat. Ja, wenn es diesen Plan gibt, dann braucht es ja auch einen konkreten Auslöser, also so einen letzten Baustein. Und sagst, dieser Baustein hat einen Namen, und zwar Iran. Und du sagst hier auch, der Iran ist quasi das letzte Puzzlestück in einem größeren Finanzkrieg. Und also das klingt jetzt zunächst eher ungewöhnlich, weil der Iran wird meist ja eher militärisch oder geopolitisch diskutiert und nicht als Finanzthema. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Also was hat der Iran jetzt mit diesem Finanzkrieg zu tun? Ja, genau, das ist eben der Punkt. Weil in der öffentlichen Debatte, da wird viel zu wenig eben das Ganze beleuchtet. Und um es zu verstehen, da muss man einfach erstmal für sich realisieren, was der Petrodollar eigentlich bedeutet. Wir haben es im letzten Interview auch schon mal angesprochen. Nämlich die Leitwährungsfunktion des Dollars, das ist ein massives Machtinstrument international. Sie bringt einfach den USA circa 500 Milliarden bis 1 Billion Dollar pro Jahr ein und finanziert eben damit indirekt oder fast direkt, kann man sagen, das Militär- und Geheimdiensthaushalt dort. Und das System funktioniert natürlich nur, solange der Großteil der weltweiten Ölproduktion in Dollar abgerechnet wird. Und um dieses System einfach zu erhalten, müssen alle wesentlichen Ölproduzenten auf den Dollar verpflichtet sein. Saudi-Arabien ist längst im Boot. Venezuela ist hier eben durch diese gezielte, erst am Anfang durch die Währungsmanipulation geschwächt worden, unter Druck gesetzt worden und dann ist ja das Regime destabilisiert worden in Venezuela. Und das Land konnte man dadurch mit den Dollar-Sphäre zurückholen, vor allem natürlich auch durch Maduro, den man dann da rausgeholt hat und hier entmachtet hat. Ja, und der Iran ist hier einfach dann der nächste logische Schritt als drittgrößtes Ölland mit den drittgrößten Ölreserven weltweit. Ja, und wenn es eben auch gelingt, den Iran hier unter den westlichen Einfluss zu bringen oder zumindest auf den Dollar zu verpflichten, was er ja zuletzt umgangen hatte, ist eben auch der Petrodollar für viele weitere Jahre gesichert. Ja, und bevor die Welt dann aber natürlich endgültig in diese Multipolarität übergeht. Das ist also auch kein Zufall, was hier geschieht, das ist einfach Strategie. Und wer Venezuela und Iran ein bisschen nebeneinander legt, das erkennt dann natürlich auch die Muster daraus. Okay. Ja, wenn jetzt die USA also auf der einen Seite ja ihren Petrodollar zementiert, und was bauen aber die anderen auf der anderen Seite gerade auf? Also du hast das Stichwort BRICS ja erwähnt: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, plus auch einige Länder wie auch die Vereinigten Arabischen Emirate. China reduziert ja auch US-Staatsanleihen, kauft massiv Gold, und die BRICS-Staaten sprechen offen über eigene Zahlungssysteme. Also ist das eine echte Alternative zum Dollar oder noch viel Lärm um nichts? Ja, also mal gesamt betrachtet, es ist eine echte Alternative, aber man muss es natürlich trotzdem noch einordnen. Es ist also keine Revolution, die über Nacht da passiert, sondern es ist ein strategischer und langfristiger Prozess. Und genau das macht ihn natürlich auch so gefährlich für das bestehende System, weil es passiert leise. Es ist nicht so ganz offensichtlich erstmal. China ja beispielsweise baut seine Bestände an den US-Staatsanleihen systematisch ab. Also es ist ja ganz gut nachzuvollziehen, und kauft dafür Gold und treibt eben damit auch die Internationalisierung des Yuan voran. Sie wollen ja auch immer mehr, dass Yuan dem mit Gold in einen Mund genommen wird. Besonders natürlich ist der Yuan dann im Handel mit Russland. Dort sind ja schon 98% in Lokalwährung.
wo der Handel stattfindet zwischen diesen beiden Ländern, dann natürlich mit dem Iran und auch mit etlichen afrikanischen Ländern, beispielsweise in Sambia in Afrika. Da werden sogar mittlerweile Steuerzahlungen im chinesischen Yuan erlaubt. Also das klingt jetzt vielleicht nach einer Randnotiz, aber das ist geopolitisch schon ziemlich relevant, diese Situation. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch so eine These, die ich für sehr plausibel halte. Es könnte ein stilles Stillhalteabkommen geben. Die BRICS lassen den Dollar noch so ein paar Jahre, schätzungsweise 4 bis 6 Jahre als Leitwährung bestehen, um in dieser Zeit dann eben auch günstig noch Gold aufzukaufen, bevor sie dann eben ihr eigenes System voll aktivieren. Und im Gegenzug können eben die USA ihre wirtschaftliche Machtposition noch eine Weile zur Finanzierung auch ihrer eigenen Interessen nutzen. Also im Prinzip so eine Win-Win-Situation auf Zeit, aber eben nur auf Zeit, ja. Die Uhr tickt hier. Ja, das klingt schon fast nach einer geordneten und kontrollierten Übergang. Und wir hören ja auch immer, der Dollar verliere an Bedeutung. Gleichzeitig ist er aber ja noch die dominierende Weltwährung. Gibt es also dafür, was du hier anführst, auch Belege in den harten Zahlen? Also, was sagen die Daten wirklich und wie ernst ist diese Entwicklung tatsächlich? Ja, also die Daten sind ziemlich eindeutig hier, auch wenn es kein Grund zur Panik sind, ja. Aber laut dem Internationalen Währungsfonds ist eben der Anteil des US-Dollar an den weltweiten Währungsreserven bis jetzt letztes Jahr schon mal auf circa 57% gefallen. Und das ist der niedrigste Stand seit Jahrzehnten. Wenn man mal so zurückschaut, in der Bretton Woods-Ära, da lag die Dominanz noch über 70%. Das bedeutet also hier auch keinen sofortigen Kollaps von dem Ganzen. Aber es bedeutet eindeutig eben, die Welt diversifiziert ihre Reserven. Und gleichzeitig kaufen Zentralbanken auch weltweit eben Gold in einem Tempo, das wir eben seit Jahrzehnten hier nicht gesehen haben. China allen voran, teils doppelt so stark eben auch wie im historischen Durchschnitt bei. Und das ist natürlich kein Zufall. Das ist ein leises, aber deutliches Misstrauensvotum gegen das bestehende Dollarsystem. Ja, aber was viele unterschätzen ist auch, der Dollar ist nicht nur eben eine Währung, er ist ein Machtinstrument. Und das sogenannte Dollarprivileg erlaubt es eben hier in den USA, diese enormen Defizite und auch die Schulden, die sie haben, leichter zu finanzieren als jedes andere Land in der Welt, muss man sagen. Und für alle anderen bedeutet das einfach Abhängigkeit. Und nach den eingefrorenen Reserven und Sanktionen, also Stichwort Russland, wächst eben weltweit auch hier der Wunsch nach der eigenen mehr monetären Souveränität dabei. Ja, und die Debatte auch immer anschaut über die Abkehr vom Dollar, die ist mittlerweile, wenn man auch die Presse anschaut, im Mainstream angekommen. Das Ganze verläuft aber langsam, strukturell und möglicherweise eben auch unaufhaltsam. Ja, über einen Kontinent haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen, der auch, weltpolitisch nicht mehr so die wirkliche Relevanz hat, aber für uns natürlich sehr, sehr wichtig, und zwar Europa und auch hier gerade natürlich der deutschsprachige Raum. Und ich denke, das, beschäftigt auch viele unserer Zuschauer. Okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Was bedeutet das für uns? Ja, während die Großmächte hier quasi das Geoschach spielen, ja, wo steht Europa in diesem Spiel und was, bedeutet und droht uns denn, wenn dieses System jetzt auch mehr und mehr kippen sollte? Ja, wenn man auch dann bleibt beim Schachbeispiel, das du gerade gesagt hattest. Also, wenn man die Analyse einfach weiterführt, dann ist Europa in dieser Analyse leider kein Spieler. Ist nicht mal irgendein Bauer auf dem Spielfeld. Vielleicht eine harte Aussage, aber sie ist dann auch realpolitisch, wenn man es anschaut, ganz gut begründbar. Einfach auch durch die verfehlte Strategie, die wir hier gesehen haben, ja, in der Ukraine mit der militärischen oder Abnutzung auch, die wir dort sehen, da verliert Europa an Bedeutung. Und vor allem versäumt die Chance, vielleicht ein eigenständiger vierter Pol in der neuen Weltordnung einfach hier zu werden. Ja, und die wirtschaftlichen Risiken, die daraus entstehen dann, wenn man dann einfach nicht mal mehr Mitspieler ist, ja, die sind hier enorm. Und wenn es im Nahen Osten möglicherweise zu einer erweiterten Energiekrise kommt, etwa zu einer längeren Schließung auch der Straße von Hormuz, ja, dann könnten die Ölpreise schnell noch weiter in den dreistelligen Bereich schießen, jedenfalls irgendwann die nächsten Jahre 100, 200, vielleicht auch $300 pro Barrel. Und ja, wir wollten ja in Europa das russische Gas ersetzen durch Importe aus Katar.
Aber natürlich haben wir ein Lieferkettenproblem. Da kommt das LNG nicht mehr durch die Straße von Hormuz. Und dann die Folgen daraus kann man sich auch ausmalen. Wir würden eine extrem starke Inflation bekommen, vielleicht nicht ganz eine Hyperinflation, aber eine deutliche, wieder zweistellige Inflationszahl. Natürlich auch hat es wirtschaftliche Folgen, das heißt eine wirtschaftliche Depression dann. Und gegebenenfalls, natürlich, wenn das Wachstum nicht da ist, dass dann das Vertrauen in die Anleihemärkte extrem sinkt. Ja, also dass da auch die Käufer fehlen, weil einfach dann auch internationale europäische Staatsanleihen oder internationale Investoren europäische Staatsanleihen im großen Stil abstoßen würden hier. Das klingt vielleicht jetzt erstmal dramatisch, aber das wäre eine logische Konsequenz der momentanen Abhängigkeit, wie wir in Europa reingelaufen sind und die ja eigentlich auch über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Und während wir eben Berlin noch über Heizungspläne streiten, dann verschiebt sich im Hintergrund leise aber die gesamte globale Finanzarchitektur. Es wird niemand sagen, hey, jetzt ist der Untergang da, ja, aber es kann niemand mehr behaupten, eben es bewege sich da nichts in eine gewisse Richtung. Ja, und die Probleme natürlich für den Einzelnen dabei ist, wenn diese Szenarien sich weiterentwickeln, Arbeitsplätze fallen weg, Aufträge fallen weg, Massenentlassungen, wir haben eine Überlastung des Sozialstaats, wir haben dann Kürzungen von Einnahmen an allen Ecken und Enden, ja. Also zusammenfassend kann man sagen, auch droht Europa hier ein Szenario auch aus explodierenden Energiekosten, am Zusammenbruch eben auch des Anleihemarktes und einer langfristigen wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit im Vergleich zu den aufstrebenden Märkten im Osten oder auch insgesamt im globalen Süden. Mhm. Wir gehen ja am kommenden Dienstag viel intensiver drauf ein. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Sachen sagen. Ich werde dich jetzt dann auch gleich noch fragen, wie du das zusammenfassen würdest und auch, ob du damit rechnest, das wird eine längere Geschichte, auch mit dem Thema Iran. Aber wir sind, wie gesagt, am Dienstag live und da hast du das ja nochmal viel intensiver zusammengefasst. Du machst es ja jedes Mal neu, das heißt jedes Mal wieder interessant und spannend. Ja, was erwartet uns denn bei deinem Live-Geldtraining? Ja, wir schauen uns natürlich an, was sind so ein bisschen die Hintergründe, die Ursachen und Auswirkungen auch der momentanen geopolitischen, auch wirtschaftlichen Veränderungen für den Einzelnen. Was können wir eben auch noch so erwarten? Was passiert noch so im Laufe des Jahres, dass man sich ein bisschen darauf einstellen kann? Ja, und dann natürlich auch schauen wir uns an, wie kann sich vielleicht der Einzelne aufstellen für die kommende, möglicherweise wirtschaftlich schwierigere Zeit und dass er auch vielleicht die größten Fehler dabei vermeidet. Und natürlich auch, wenn wir höhere Inflation bekommen, müssen wir uns auch Gedanken machen, wie kannst du mit deinem Vermögen auch eine höhere Rendite erwirtschaften. Das schauen wir uns auch an. Ja, und natürlich auch eine Frage- und Antwortrunde noch dazu. Ja, es klingt sehr, sehr gut. Also von dem her Link unterhalb von dem Video gerne eintragen dazu. Spannendes, wichtiges Thema. An der Stelle würde mich jetzt auch deine persönliche Einschätzung interessieren. Glaubst du, dass es ein recht schneller Krieg sein wird oder auch, dass das eine längere Geschichte werden kann oder sogar zu einem dritten Weltkrieg ausarten könnte? Ja, das sind einige Fragen. Die kriegen wir aber eins nach dem anderen entsprechend durchsortiert. Also ich denke, dass es ein längerer Konflikt sein wird. Die USA und Israel, glaube ich, haben jetzt nicht ihre Vorbereitungen wirklich zu Ende machen können, sondern mussten hoppla die hopp hier in diesen Konflikt rein. Das haben wir im letzten Video auch besprochen dazu. Und von daher ist natürlich auch die Vorbereitung nicht optimal gewesen, um eine schnelle Mission dann hier durchzuführen. Das heißt also, es wird länger dauern, als viele denken, auch wenn vielleicht immer wieder Israel oder Trump ausruft, jawohl, der Krieg wird bald vorbei sein, wir sind eh die Besten, wir haben das eh gleich erledigt. Nein, das wird länger dauern, als die meisten denken. Und was ich eigentlich nicht denke, dass es ein dritter Weltkrieg wird. Ich denke, es wird weiterhin lokal bleiben, das Ganze. Ja. Was allerdings sein wird, es wird sicherlich ein längerer Konflikt auch sein, wo sich Israel dran reiben wird an dem Ganzen. Und also auch die Frage, wie lange ist die Unterstützung der USA da oder wird dann sozusagen nochmal ein Trump verbraucht und ein neuer, soll ich sagen, ein neuer Präsident nochmal reingeholt, um das Ganze nochmal zu intensivieren. Aber das Ganze ist so planlos durchgeführt worden, auch wenn man mal das anschaut in Iran. Erstens, was haben die für ein Militär? Ist ja eins der größten Militärs der Welt. Das wird ja auch sehr stark unterschätzt, ja. Und zum Zweiten, die Topografie ist ja brutal dort. Es ist ja jetzt nicht einfach, sagt, das ist ein Wüstenstaat, alles flach, ich sehe alles, was da ist und kann ich einfach beschießen. Nein, das ist ja ganz viele Berge und alles. Also
Und eigentlich hatte da ja die USA schon mal Erfahrung in Afghanistan, dass das Ganze nicht so einfach zu machen ist. Ja? Also von daher kein Dritter Weltkrieg, aber trotzdem dauert es jetzt keine 1 oder 2 Wochen, sondern deutlich wird uns das länger begleiten im Laufe des Jahres. Ja, wir werden sehen. Hoffen wir das Beste. Es sind auf jeden Fall starke Thesen. Bevor wir jetzt ja auch am Ende sind, wenn du es jetzt nochmal zusammenfassen müsstest, nochmal, wie ist die aktuelle Lage und auf den Punkt zu bringen? Wie würdest du das benennen? Also ich würde sagen, die Welt ja, erlebt zwar jetzt nicht direkt eine Revolution, aber so eine stille und eher strategische Verschiebung, die schon im Hintergrund stattfindet und eher mit dem Lärm überdeckt ist. Und wer da eben nicht hinschaut, der wird irgendwann aufwachen und einfach feststellen, dass sich die Spielregeln einfach geändert haben. Ja? Ohne Ankündigung, ohne Crash, einfach so. Vielen Dank, lieber Jürgen. Kein einfaches Thema, ein ziemlich ruckliges Thema. War für mich, wie gesagt, auch im Interview ebenfalls. Also jetzt hier so auf hoher See, gerade bei 6, 7 Meter Wellen, auch mal eine spannende Erfahrung. Ebenfalls rucklig. Wir werden sehen. Also sei unbedingt am Dienstag mit dabei. Es lohnt sich. Es sind ganz, ganz wichtige Themen, damit du ja selber nicht irgendwann feststellst, hoppla, jetzt bin ich hier irgendwie unter die Räder gekommen. Jürgen, herzlichen Dank. Bis Dienstag, freue mich drauf und genau, liebe Grüße und bis bald. Wir auch. Bis bald. Ciao.